to humanity. Anbetung ist alles, was du für die Menschheit tust. So it means you can worship God in your place of work. Das heißt, du kannst Gott anbeten an deinem Arbeitsplatz. You can worship God on the streets. Du kannst Gott auf der Straße anbeten. You can worship God at home. Du kannst Gott zu Hause anbeten. Whatever you do Was auch immer du tust, is worship to God. ist Anbetung zu Gott. Worship is not coming to church on Sunday mornings. Anbetung ist nicht nur sonntags zur Kirche zu kommen. Worship is more than that. Anbetung ist mehr als das. As a matter of fact, the Sunday morning service or Sunday morning worship is just part of worship that you have been doing all the days of your life. Sonntags in die Kirche zu kommen und zu anbeten ist etwas, was du schon sehr lange machen tust, und das ist einfach nur ein Teil davon. Some people cannot do something right until somebody is after them. Manche Menschen können nichts richtig machen, bis jemand hinter ihnen ist. That's poor. Das ist arm. That's poor. Das ist arm. Learn to do it right even when no one is looking at you. Lerne es richtig zu machen, auch wenn dich niemand anschaut. Because if you think that no one is looking at you, God has a very big eye. Wenn du glaubst, dass dich niemand anschaut, dann bist du falsch, weil Gott hat ein sehr großes Auge. He is looking Er schaut at you. auf dich. Once we develop this nature in us, that we don't do what we do for men, we will become perfect in whatever we do, become fruitful in life. Wenn wir dieses innerlich entwickeln, dass wir es nicht nur dass wir es für Menschen machen, dann werden wir perfekt innerlich sein. That's where perfection comes. Da kommt Perfektion her. When you know that you are not doing it for man, but you are doing it for God. Wenn du weißt, dass du es nicht nur für Menschen tust, sondern für Gott. It automatically brings perfection. Es bringt automatisch Perfektion herein. And that's where fruits are born. Und da kommt die Frucht raus. Hallelujah. So you have the opportunity to worship God through your attitudes. Du hast die Chance, Gott anzubeten durch dein Verhalten. Your work habits. Deine Arbeitsgewohnheiten. And what you produce. Und was du produzierst. So your working productivity matters to God. Deine Arbeitsproduktivität kümmert Gott. And it's very important to him. Es ist sehr wichtig zu ihm. Why? Because all men belongs to God. Warum? Weil alle Menschen gehören zu Gott. All men. Alle Menschen. The whole world. Die ganze Welt. We are his children. Wir sind seine Kinder. He is a father. Er ist der He Vater. takes care of us. Er kümmert sich um uns. Just like a father watches over his own home. Wie ein Vater sein eigenes Zuhause. He makes sure that there is provision for everyone. Er sorgt dafür, dass jeder eine Kümmerung bekommt. The world is suffering today because some people are not doing what they are supposed to do. Die Welt leidet heute, weil Menschen nicht das tun, was sie If nicht tun we sollen. all become conscious Wenn wir alle bewusst werden of what we are doing von dem, was wir tun and why we are doing, und warum wir es tun, the world will be a place satisfactorily to live. dann wäre die Erde ein sehr zufriedenstellendes Ort zum Leben. There will be lacking no way. Da gäbe es nirgendwo was fehlt. But because the logistics are not right, Aber weil die Logistik nicht richtig ist, there is suffering in some parts of the world. gibt es Leiden an welchen Stellen auf der Erde, While there is abundance in another part of the world. während es nicht genug gibt auf anderen Plätzen. Wrong logistics. Falsche Logistiken. And most of the time, people stand up to blame God. It is God. No, it is man's failure. Und manchmal stehen die Menschen auf, um Gott dafür die Schuld zu geben. Aber nein, es ist die Menschheitsschuld. Commitments.
Hingebung. Commitments Hingebung to what you are doing. zu dem, was du tust. Hallelujah. So, how to be productive according to the Bible? Wie man produktiv ist nach der Bibel. How to be productive according to the Bible? Wie man produktiv ist nach der Bibel. Number one, Nummer 1. you must recognize that God created you to be productive. Du musst erkennen, dass Gott dich gemacht hat, um produktiv zu sein. God created you to be productive. Gott hat dich gemacht, um produktiv zu sein. Number one, Nummer 1. God put something in you to be productive. Gott hat etwas in dir gemacht, damit du produktiv bist. Every human being wants progress. Jeder Mensch will Progress. Every human being wants progress.